Hey, hörst du mich? Ja? Sehr gut. Entschuldige das verzerrte Bild, die Übertragung ist gerade stark gestört. Ich bin's wieder, deine Holo-Mentorin. Du suchst nach Lösungen, um die Brandherde auf der Welt zu löschen? Eine wichtige Grundlage dafür ist das grafische Eintragen von Kräften im Koordinatensystem und wie diese als Kraftvektoren ausgelesen werden. Das werde ich dir gleich mal genauer erklären. Dazu zeige ich dir, wie eine Toilette mit einer Masse von 20 Kilogramm durch ein Katapult in die Luft geschossen werden kann. Tja, was soll ich sagen? Not macht eben erfinderisch. Schauen wir uns die Situation mal genauer an. Das Katapult beschleunigt den Schlitten und die darauf befestigte Kloschüssel. Die Kraft von 450 Newton führt zu einer Beschleunigung des Schlittens von 22,5 Meter pro Quadratsekunde. Der Abschusswinkel beträgt 26,5 Grad. Diesen Zustand wollen wir nun grafisch darstellen. Grafisch kann die Kraft als Vektor dargestellt werden, weil sie eine richtungsabhängige, also eine vektorielle Größe ist. Erinnerst du dich an den Unterschied? Ganz einfach. Ein Vektor ist durch zwei Punkte in Raum oder Ebene definiert. Der Abstand der Punkte bestimmt die Länge bzw. den Betrag. Die Kennzeichen einer vektoriellen Größe, wie der Kraft, sind dahingegen der Angriffspunkt, der Betrag, also die Größe der Kraft, und die Wirkungslinie, also die Richtung der Kraft. Und hier nochmal die wichtigsten Punkte zur Kraft. Die Kraft gibt unter anderem an, wie stark zwei Objekte aufeinander wirken, sie ist proportional zur Beschleunigung und Ursache für Bewegungs- und Formänderung. Berechnet wird sie mit Masse mal Beschleunigung. Der Kraftvektor wird über Angriffspunkt, Ausrichtung der Pfeilspitze, Wirkungslinie und den Betrag definiert. Wie der Betrag der Kraft und die Länge des Kraftpfeils zusammenhängen, zeige ich euch gleich. Jetzt wollen wir die Kraft, die das Katapult auf die Toilette ausübt, um es durch die Luft zu schießen, grafisch darstellen und berechnen. Aber wie geht das? Dazu müssen wir die Kraftpfeile in einem Koordinatensystem eintragen. Wir wissen ja, dass im Koordinatensystem Längen darstellbar sind und dass der Kraftpfeil keine spezielle Länge hat. Damit brauchen wir ein Hilfsmittel, welches beide kombiniert. Wir brauchen also einen Maßstab. Beim hier gewählten Maßstab entspricht eine Längeneinheit im Koordinatensystem, zum Beispiel 1 cm, einer Kraft von 100 Newton. Aber nun zurück zu unserem Beispiel. Wir wissen ja, dass der Kraftbetrag 450 Newton beträgt. Um den Kraftpfeil einzuzeichnen, müssen wir mit dem Maßstab die Länge, wir nennen sie x, berechnen. Nun stellen wir ein Verhältnis auf. Dann stellen wir die Gleichung nach x um. Die Länge des Kraftpfeils beträgt damit 4,5 cm. Dann tragen wir mal unseren Kraftpfeil ein. Wir haben ja unseren Maßstab und wir haben den Winkel von 26,5 Grad. Nicht zu vergessen die Länge des Kraftpfeiles. Gesucht ist nun der Kraftpfeil. Dafür muss als erstes der Winkel mit dem Winkelmesser abgelesen und dann die Länge eingezeichnet werden. Jetzt ist die Kraft eingetragen und wir können den Kraftvektor aufstellen. Dazu müssen wir nur die Werte des Kraftpfeilendpunktes bzw. der Pfeilspitze ablesen. Fangen wir mal mit dem x-Wert an. Der lautet 4 Längeneinheiten bzw. Zentimeter. Und der y-Wert 2 Längeneinheiten bzw. Zentimeter. Mit diesen Werten schreiben wir jetzt den Kraftvektor. Dazu musst du die Werte des Endpunktes des Kraftpfeils minus die Werte des Anfangspunktes rechnen. Der Kraftvektor lässt sich auch in seine Bestandteile, also in seine Kraftkomponenten zerlegen. Dazu rechnest du in einem ersten Schritt die Kraftkomponenten mit Hilfe des Maßstabs und dem x- und y-Wert des Kraftvektors in die Kraft, also in Newton, um. Für die Kraft in x-Richtung ergibt das 400 Newton und für die Kraft in y-Richtung ergibt das 200 Newton. Im zweiten Schritt schreiben wir dann den Kraftvektor mit seinen Kraftkomponenten auf. Aber denk dran, grafische Lösungen sind nicht so genau wie analytische Berechnungen, da es zu Fehlern beim Ablesen kommen kann. So, jetzt können wir uns anschauen, wie die Toilette durch die Luft geschossen wird. Nun ja, jedenfalls weißt du jetzt, wie Kräfte im Koordinatensystem angegeben werden. Und hier noch ein Notizzettel mit den wichtigsten Infos. Kräfte sind gerichtete Größen und können durch einen Vektor dargestellt werden.
Die Länge des Vektors im Koordinatensystem entspricht dem Betrag der Kraft. Mit einem Maßstab wird das Verhältnis der Längeneinheit im Koordinatensystem zur Kraft festgelegt. Eine Längeneinheit entspricht zum Beispiel einem Newton. Dadurch kann der Betrag der Kraft aus dem Koordinatensystem abgelesen werden, bzw. die Kraft in das Koordinatensystem eingetragen werden. Beachte, grafische Lösungen sind nicht so genau wie analytische. Jetzt bist du für deine Mission gewappnet. Und vergiss nicht, wenn du mich brauchst, ich bin nur einen Knopfdruck entfernt.